Mein Name ist Eduard, Senior Lead Engineer und seit bald 20 Jahren entwickle ich jeden Tag Software. Heute möchte ich euch meine Lieblingsentwicklungsumgebung zeigen: Visual Studio Code. Visual Studio Code ist eine Open Source Coding Editor, eine Entwicklungsumgebung. Man hört auch IDE, Integrated Development Environment, auf Deutsch integrierte Entwicklungsumgebung. Es ist von Microsoft, es ist Open Source, man kann es hier auf der Seite runterladen. Und heute möchte ich mit euch durchgehen, ein paar Basics, ein paar Grundlagen, wie man Visual Studio Code einrichtet und wie man mit Cloud Code damit arbeitet. Ich habe es bereits installiert und standardmäßig, wenn man Visual Studio Code installiert, dann ist es auf Englisch. Die wichtigste Tastenkombination in Visual Studio Code ist Ctrl-Shift-P. Ich merke es mir immer wie Power, weil das die Macht gibt. Hier finden wir sämtliche Settings und haben einen schnellen Zugriff auf die Settings. Und wenn wir dann Display Language eingeben, auf Deutsch Displaysprache, können wir diese einstellen. Wir haben hier Auswahl aus gängigen Sprachen. Und wenn man das erste Mal Deutsch installiert, muss man 5 Megabyte oder so runterladen. Wenn man die Sprache umstellt, muss man das Programm neu starten. Und dann sehen wir dann auch schon, dass es auf Deutsch ist. Claude Code haben wir in meinem letzten YouTube-Video zusammen installiert. Claude Code ist auch schon bereit. Und einer der größten Vorteile, was für mich persönlich, weil ich immer weniger tippe und immer mehr mit Sprache zu Text arbeite, KI sei Dank, ähm, ist etwas, was in der Konsole, wenn ich jetzt hier Hallo, hallo, hörst du mich? Dann können die meisten Anwendungen nicht in der Konsole, nicht im PowerShell eingeben. Hier im Chatfenster von Claude Code ist es was anderes. Hier kann ich mit Sprache, zum Beispiel mit Whisperflow, kann ich Text eingeben. Hallo, erstelle mir bitte eine kompakte Checkliste für Anfänger und die Einrichtung von Visual Studio Code. Und das ist allein schon wert, sich eine Entwicklungsumgebung einzurichten, ähm, weil wir sind, glaube ich, alle tippfaul. Und was ist der große Unterschied zwischen einer Entwicklungsumgebung und jetzt zum Beispiel einem klassischen LLM-Chatfenster? Claude Code kann auf Dateien zugreifen. Claude Code kann Konsolenbefehle. Wenn ich hier zum Beispiel im Claude Desktop kann ich chatten. Ich kann auch über MCP ihm auch mächtige Tools geben und ihn auch viel potenter machen. Ähm, Was der große Unterschied ist, Claude Code kann Terminal-Befehle ausführen und damit sozusagen eigentlich alles machen, was wir so am PC machen können. Und Visual Studio Code, wir brauchen einen Projektordner. Wenn wir auf Datei gehen, können wir hier einen Ordner öffnen. Nehmen wir einen leeren Ordner, ein Projekt, das ich vorbereite, und wir können zum Beispiel sagen, speichere mir diese als MD-Datei in meinem Arbeitsverzeichnis ab. Da speichere mir bitte diese MD als MD in meinem Arbeitsverzeichnis ab. MD, das ist Markdown, sehr nützliches Format. Claude arbeitet sehr viel mit Markdown und hier sehen wir schon den großen Unterschied zu klassischen LLM, wie zum Beispiel ChatGPT oder Claude Desktop. Er darf auf mein Dateisystem schreiben. Er hat jetzt hier in dem Arbeitsverzeichnis versucht, eine Datei abschreiben, und er fragt mich auch. Er darf das nicht willkürlich, sondern er fragt mich, ob er diese Datei hier anlegen darf. Wir sehen hier in der Mitte, vorher war nichts. Das ist eine sogenannte Diff-View, also eine Ansicht, wo den Unterschied klar macht. Grün heißt, es ist neu dazugekommen. Wenn etwas weggekommen wäre, wäre das hier rot. Und wir sehen, er hat die Checkliste hier, will er als Datei ablegen. Wir können sagen, für diese Session darf er das immer hier reinschreiben.
wir können es ablehnen, wir können ihm einen anderen Prompt geben und wir wollen das jetzt hier ablegen. Und wir sehen hier unsere Dateien und haben hier eine schöne Checkliste. Zu Path hinzufügen. Das können wir direkt Claude geben. Kannst du mir bitte Visual Studio Code in die Path eintragen? Dann, Sprache haben wir bereits gemacht. Wir haben das deutsche Paket gemacht. Markdown sieht man viele Steuerzeichen. Liest jetzt erstmal die Path aus. Und Cloud Desktop kann weg. Wir können das Thema verändern. Unter Datei, Einstellungen haben wir, also wir können verschiedene Profile, wenn wir mit verschiedenen Settings, mit verschiedenen Einstellungen arbeiten wollen und das auf Wiedervorlage hinterlegen wollen, kann man sich sogenannte Profile abspeichern. Man kommt hier in die Einstellungen, sehr technisch, und hier gibt es die Farbdesigns. Und da gibt es dezent hell, und man kommt in die Farbdesign auch wieder mit unserer Lieblingskürze Ctrl-Shift-P rein. Und wenn man dann Farbdesigns auf Englisch Themes eingibt, zum Beispiel Visual Studio Code Lite gefällt mir. Ich habe viel mit Visual Studio gearbeitet in der Vergangenheit und dann ist Visual Studio Code da ganz einfach im Übergang. Wir können die Schriftgröße können wir anpassen. Das ist dann mit Ctrl Punkt und Ctrl Minus können wir global sowie auch in einem Browser können wir die Schrift anpassen. Wer Markdown so nicht mag, kann man hier auf Rechtsklick eine Vorschau sich anzeigen lassen und dann sieht man diese ganzen Steuerzeichen nicht. Was ich auch gern mache, ist, man kann sich dann die Vorschau auch wie im Browser, kann man sich die Tabs rausholen, und wenn ich dann zum Beispiel dann noch meine Markdown kann ich mir auch dazu holen, beziehungsweise kann ich die nebeneinander legen, und wenn ich dann hier scrollen dann beide, und man kann hier links lesen, rechts bearbeiten. Auch zum Beispiel, wenn ich hier einen Doppelklick reinmache, dann lande ich auch in der Bearbeitung auch genau an der Stelle, wo ich den Doppelklick gemacht habe. Also wir sind die Shift-Größe durchgegangen. Das Autosave, Files Autosave will ich nicht. Ich möchte selber speichern können. Das ist eine nette Option. Wir haben das Thema geändert, wir haben das Theme geändert, wir haben die Sprache angepasst. Wir haben es runtergeladen natürlich. Die Path finde ich jetzt in dem Moment nicht so wichtig. Und dann, was Visual Studio Code ausmacht, das ist Open Source und es gibt Hunderttausende von Erweiterungen, sogenannte Extensions. Und ein paar, einer meiner Favorites ist auch Prettier. Das formatiert automatisch den Code wieder schön. Wenn wir in Visual Studio Code hier in der Master, also das heißt Master Panel hier mit den Befehlen. Der erste ist, dass wir auf den Datei Explorer Zugriff haben. Den Ordner, den ich anfänglich ausgewählt habe. Wir können hier neue Dateien erstellen. Wir können neue Ordner erstellen. Und was ich sehr praktisch finde, ist im Datei Explorer anzeigen. Kommen wir direkt in den Windows Explorer und können uns dann die Dateien hier auch direkt im Windows Explorer anzeigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier was reinschreibe, dann sieht man auch, dass es hier in der Datei ankommt. Wunderbar. Das ist der Datei Explorer. Wir können suchen, nach Dateien ersetzen. Das Suchen funktioniert hier oben auch ganz gut.
Hier ist das Suchen nur im Dateiverzeichnis, da oben sucht ein bisschen globaler. Quellcode-Verwaltung wird das nächste Video sein. Dann kann man Debuggen ausführen, das kommt auch, nachdem die Grundlagen durch sind. Wir brauchen keinen Remote Explorer, wir wollten zu einer Erweiterung sogenannte sogenannte Extensions. Claude Code haben wir bereits installiert, wir können mit Claude chatten und dann wollen wir Prettier installieren. Gibt es eine Suche, das ist quasi ein App Store und können das installieren, müssen den Herausgeber vertrauen. Das Ganze wird installiert. Das Schöne an Visual Studio Code ist auch, es erkennt, was du benutzt und tut dir auch regelmäßig Vorschläge machen, was für Extensions du denn benötigen könntest und welche hilfreich wären. Wenn man mit Claude Code oder KI-Agenten arbeitet, die schreiben sehr viel Python-Code, deswegen empfiehlt sich dann auch zum Beispiel die Erweiterung für Python. Das tut den Python-Code einfach schöner darstellen und gibt noch viel mehr Möglichkeiten mit einem Debugger und so weiter und so fort. Gehen wir zurück zu unserer Checkliste. Prettier, ich werde jetzt nicht alle Erweiterungen installieren. Und das Thema Git finde ich schön, dass Claude das direkt zu Beginn angehen will. Ich finde, das ist ein eigenes Video wert. Das nächste Video wird auch sein, wie wir GitHub einrichten, weil das einer der ersten Schritte meiner Meinung nach sein sollte, bevor man eine Zeile Code schreibt oder schreiben lässt, sollte man sich ein Repository, ein Git einrichten. Mehr dazu im nächsten Video. Und die wichtigsten Shortcuts, Ctrl-Shift-P, wie Power, sind wir schon angegangen. Da haben wir schnell Zugriff auf die ganzen Einstellungen. Mit Ctrl-P können wir Dateien suchen. Ja, mit Steuerung, Komma können wir die Einstellungen öffnen von Visual Studio Code. Und mit Steuerung, im Deutschen ist das ein Ö, kann man das Terminal auf- und zumachen. Und man kann hier zum Beispiel im Terminal zum Beispiel Cloud starten. Man kann alles machen, was man auch vom klassischen Terminal kennt. Kann man auch innerhalb von Visual Studio Code machen. Man kann hier mehrere parallel. PowerShell ist der Standard. Man kann auch Git Bash hier aussuchen. Und mit Steuerung Ö kann man das auf- und zumachen. Und der Rest ist die restlichen Shortcuts sind bezüglich Textverarbeitung. Viele Shortcuts gängige wie Steuerung neu, ergibt einen neuen Tab, Steuerung W schließt einen Tab. Wenn man eine neue Instanz von Visual Studio Code haben will, dann ist es Steuerung Shift N, öffnet ein neues Fenster. Wenn man an 2 Projekten zum Beispiel parallel arbeiten will, was absolut nicht zu empfehlen ist, lieber auf ein Thema fokussieren. Und das war's mit einer kurzen Vorstellung zu meiner Lieblingsentwicklungsumgebung, Visual Studio Code. Da gibt es viel zu lernen. Wir haben nur ein paar Basics, ein paar Grundlagen angegangen. Im nächsten Video werden wir GitHub einrichten. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.